for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Netzpython, Brockamerus reticulatus, in dem Fall ein Tiger Retic, beziehungsweise also für mich ein völlig ungewöhnlicher Tiger Retic. Sieht an sich fast aus wie ein Super Tiger, ne, mit diesem Rückenband. Also der Tiger, der hat ja eher so ein Zickzackband. Ich habe hier 2, 3 Tiere bekommen, die haben hier so ein mehr oder weniger durchgehendes Rückenband. Rein züchterisch, genetisch ist eigentlich nur ein Tiger Retic, aber mich wundert es einfach, wie ein Tiger Retic so ein Rückenband haben kann. Vielleicht weiß der ein oder andere von euch was drüber oder habt ihr auch schon so welche gezüchtet oder gesehen bei irgendjemand oder im Internet mal gefunden. Also wer von euch weiß, wieso manche oder wieso ich jetzt hier 3 Tiger Retics habe mit so einem wunderhübschen Rückenband, die können es gern hier unten drunter posten. Bin ich mal gespannt, ob ihr mehr darüber wisst wie ich. Unser Thema heute sind die Vogelspinnen. Möchte ich euch ein bisschen über die Haltung erzählen, über die Giftigkeit von der Vogelspinne erzählen und ja, so allgemein ein bisschen ein Allgemeinwissen über die Vogelspinnen vermitteln. Wir können im Prinzip 3 Arten unterscheiden. Das sind die Bodenbewohner, so wie jetzt hier in meiner Hand eine Theraphosa blondi. Es gibt Erdbewohner, das sind so grabende Vogelspinnenarten, die sich Gänge graben. Citarichus grafschei zum Beispiel als gutes Beispiel. Und dann gibt es Baumbewohner, ne? Die ganzen Poecilotheria-Arten, Avicularia-Arten, das sind Baumbewohner. So die 3 Arten an Vogelspinnen haben wir im Prinzip. Ne? Entsprechend diesen 3 Lebensarten hat man natürlich dann auch das Terrarium. Ne? Habe ich einen Bodenbewohner oder habe ich einen Erdbewohner, dann brauche ich eher ein breiteres Terrarium. Beim Erdbewohner mache ich entsprechend viel Bodensubstrat rein. Bei einem Bodenbewohner reichen mir, ja, je nachdem, 5 bis 10 cm Bodensubstrat. Habe ich einen Baumbewohner, brauche ich natürlich ein schön hohes Terrarium, wo der Baumbewohner sich wohlfühlt. Kommen wir zur Haltung von Vogelspinnen. Vorneweg erstmal, die Vogelspinnen lieben ja die heißen Länder. Ne? Also bei uns hier in Deutschland gibt es keine Vogelspinnen, beziehungsweise in ganz Europa gibt es keine Vogelspinnen. By the way, was es hier gibt, sind die Taranteln, ne? Was man umgangssprachlich heißt ja oft Vogelspinne Tarantel. Also die Taranteln gibt es tatsächlich in Südeuropa. Ne? Das ist auch eine Spinnenart. Bisschen ähnlich den Vogelspinnen, aber ist definitiv keine Vogelspinne, also taxonomisch ganz was anderes, aber in Südeuropa gibt es Taranteln. Das sind so mittelgroße Spinnen oder im Vergleich zu Vogelspinnen ein Stückchen kleiner. Das gibt es hier, aber wie gesagt, die Vogelspinnen gibt es nur außerhalb von Europa in subtropischen, tropischen Ländern und entsprechend muss das Terrarium für Vogelspinnen dann auch gemacht sein. Ne? Ich habe hier mal mehr oder weniger fast symbolisch so ein Spinnenterrarium hingestellt. Das wäre einfach für so einen Bodenbewohner, Brachypelma zum Beispiel oder eben diese Blondis, was wir vorher hatten, oder Grammostola, so die klassischen Bodenbewohner. Von der Größe her eher für ein Jungtier, also wenn ihr hier so eine ausgewachsene Brachypelma, dann wird es schon wieder fast ein bisschen klein sein als Terrarium. Von der Einrichtung her, man nimmt man nimmt Erde als Bodensubstrat. Da haben sich dieses Kokoshumus hat sich da eigentlich ganz gut bewährt. Das tut man mit Wasser auflösen, macht es dann als Bodensubstrat rein. Dann gibt man ein bisschen Deko rein, ein bisschen Grünzeug, damit es schön aussieht. Und auch so Kork, nicht nur damit es schön aussieht, sondern auch als Verstecke für die Tiere natürlich. Bei einem Bodenbewohner ist es eher, sagen wir mal, so eine Art Sichtschutz. Habe ich jetzt einen Baumbewohner wie Poecilotheria,
Die wollen sogar die hohlen Korkröhren wie hier, ne? Dann stellt man die hochkant hin. Das ist für die dann das Versteck oder der Bau, ne, in diesen Korkröhren. Da nimmt man die eigentlich ganz gern. Was auch ein wichtiges Utensil ist bei Spinnen, sind diese Pumpwasserflaschen. Das hat den Vorteil, wenn ihr das Bodensubstrat feucht halten wollt, kann man einfach hier so reinpumpen. Wenn ihr da diese auch in der Terraristik üblichen Pflanzenspritzen nehmt zum Beispiel, dann habt ihr mit der Zeit die ganzen Scheiben ja voll mit Kalkabfällen oder sowas. Deswegen eignet sich das ganz gut. Außerdem auch von der Menge an Wasser. Ne? Wenn ich hier am Sprühen bin, nur um, sage ich mal, 10 Milliliter Wasser zu versprühen, pumpe ich ewig. Und mit diesen Pumpflaschen, da kommt ordentlich was raus. Da kann ich dann auch eine größere Menge reingeben, wie gesagt, um diesen Boden feucht zu halten. Ne? Der Boden feucht halten ist echt ein wichtiger Punkt. Man sieht es manchmal, wenn ich Fotos kriege oder wenn Leute mich fragen, meiner Spinne geht es nicht gut, die zieht so die Beine ein oder so. Oft ist der Grund, dass das Bodensubstrat völlig ausgetrocknet ist, dadurch die Luftfeuchtigkeit im Terrarium runtergeht, dann ist Knochen trocken da drin, dann fangen die Spinnen an, dann sich so zusammenzuziehen, ziehen so die Beine unter den Körper drunter. Das ist eigentlich ein ganz gutes Indiz, dass der Boden zu trocken ist. Ihr müsst aufpassen, die Oberfläche von der Erde, die sollte schon relativ trocken sein. Aber wenn ihr das Terrarium zum Beispiel hochhaltet und von unten schaut oder auch wenn ihr an der Seite am Rand schaut, es sollte in sich drin, sollte die Erde etwas feucht sein. Ne? Eigentlich gutes Beispiel hier jetzt, das ist schon zu trocken, was wir hier sehen. Ne? Also wenn da vorne die Erde schon sichtlich ausgetrocknet ist, dann ist es definitiv zu trocken. Es müsste im Prinzip so aussehen, wie ich es jetzt hier auf die Schnelle ein bisschen gemacht habe. Ne? Wenn es so durch die Scheibe aussieht, dann ist das Bodensubstrat in Ordnung. Ein wichtiger Punkt bei der Spinnenhaltung, wie vorher angesprochen, ist das Klima. Die leben nicht in Deutschland und auch nicht in deutscher Zimmertemperatur. Die brauchen es ein bisschen wärmer. Da eignen sich eigentlich ganz gut so Heizmatten. Die sind in der Regel selbstklebend. Ich würde euch empfehlen, macht die Matte an die Seitenwand oder an die Rückwand oder gegebenenfalls auch an die Decke. Macht sie nicht unters Terrarium. Ne? Unter Terrarium hat zwei Nachteile. Zum einen in der Natur wird sie auch nicht von unten warm. Ne? Also ich denke, für die Tiere ist es auch unnormal, wenn die Wärme von unten nach oben steigt. Das ist ein Aspekt. Und zum anderen, das Bodensubstrat isoliert ja relativ stark. Ne? Mache ich die Heizmatte unten drunter, isoliert mein Bodensubstrat die ganze Heizmatte weg. Also kann die Wärme gar nicht gut durchkommen. Ich habe sogar die Gefahr, dass es vielleicht brennt oder sich überhitzt, die Heizmatte. Also heizt nicht von unten, heizt von der Seite, von oben mit so Heizmatten. Wie gesagt, das bewährt sich ganz gut. Temperatur an sich, das ist ein breites Gebiet. Es gibt natürlich zig verschiedene Vogelspinnenarten. Vorher die Theraphosa blondie, die ich euch gezeigt habe, kommt zwar aus dem Norden von Südamerika, ne, Venezuela, Brasilien, Guyana, da kommen die Blondies her, kommen jedoch aus relativ kühlen Mikrobiotopen. Ne? Also da, wo die leben, am Boden ist doch relativ kalt, da hat es vielleicht so knappe 25 Grad. Also die dürft ihr gar nicht so auf 30 Grad hochheizen, das mögen die gar nicht. Andere Vogelspinnenarten, zum Beispiel Poecilotheria von Sri Lanka, Biotop, wo ich selber schon war, da wird es am Tag schon affig heiß, da hat es bestimmt 30 Grad oder noch mehr am Tag, wo die Tiere leben. Da müsst ihr es etwas wärmer halten. Wobei selbst da, also bevor jetzt jemand sagt, der Stefan redet ein Mist, selbst in Sri Lanka gibt es verschiedene Biotope. Es gibt einige Hochland-Poecilotherias, wo es natürlich auch wieder kühler ist. In so einem feuchten Wald aus dem Hochland ist kühler, wie wenn ich jetzt hier auf Meereshöhe bin. Also da müsst ihr euch am besten da, wo ihr die Spinne kauft, noch gleich nach dem Klima erkundigen, um euch groben Anhalt zu geben. Das schwankt also alles so zwischen knappe 25 bis circa 30 Grad Tagestemperatur. Nachttemperatur müsst ihr euch auch erkundigen. Einige Spinnen oder
mittelamerikanischen, zum Beispiel Brachypelma smithi oder eben die Terraphosa blondi, die ich angesprochen habe. Da ist es okay, wenn er in der Nacht alles ausmacht. Da wird es oder kühlt es in der Nacht einigermaßen ab. Andere Arten wird es geben, wo ich auch in der Nacht besser beheizen muss. Wie gesagt, erkundigt euch speziell auf die Vogelspinnenart, die ihr haltet. Dann kann man das Terrarium noch beleuchten. Die LEDs haben den Einzug in die Terraristik gehalten. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Hier so eine kleine LED-Beleuchtung kann man oben drauflegen. Die Beleuchtung ist nur für euch. Ne? Die Spinne, die braucht garantiert kein Licht. Das ist ja völlig egal. UV-Licht braucht sie natürlich auch nicht. Aber es sieht einfach schöner aus, wenn ich so ein Terrarium noch etwas beleuchte. Ne? Also wenn ihr das wollt, rein der Optik wegen, beleuchtet es mit so einer LED-Lampe, dann sieht das Ganze schön aus. Und dann braucht ihr natürlich ein Thermohygrometer, um die Temperatur zu überwachen, beziehungsweise auch die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Wenn ihr Hygrometer drin habt, merkt ihr auch das, was ich vorher angesprochen habe. Wenn der Boden zum Beispiel zu trocken wird, dann zieht es ja die Feuchtigkeit aus der Luft. Das könnt ihr am Hygrometer ganz gut ablesen. Fast alle Vogelspinnen, oder meines Wissens, ich würde vielleicht sogar sagen, alle Vogelspinnen brauchen schon eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, das Ganze sollte sich irgendwo zwischen, sagen wir mal, mindestens 50 bis 70, 80% Luftfeuchtigkeit abspielen. Dann seid ihr sicher, dass es eurer Vogelspinne gut geht. Kommen wir jetzt zur Fütterung von den Spinnen. Wenn ihr Jungtiere habt und aufzieht, by the way, Jungtiere hält man relativ klein, relativ eng, damit die das Futter finden. Ne? Da gibt es diese, also für Babys sogar diese Fotodosen werden da verwendet oder solche Heimchendosen für die Jungspinnenaufzucht. Also die müsst ihr relativ eng halten, weil wenn ihr jetzt ein Jungtier in so ein Terrarium macht, wie wir gerade vorher gesehen haben, würden ja die Futtertiere abhauen und das kleine Spinnchen würde in dem großen Terrarium die Futtertiere gar nicht finden. Also deswegen Jungtiere relativ klein halten, entsprechend klein dann auch füttern. Große Spinnen entsprechend größer füttern. Man verschätzt sich auch relativ leicht, was die Futtergröße angeht. Also die Spinnen können und wollen eigentlich fast eine Beute erlegen, die nicht gerade gleich groß ist wie die Spinne selber, aber schon, sagen wir, vielleicht 50% der Größe von der Spinne hat. Ne? Ich glaube, das ist so ganz guter Anhalt. Ne? Die Hälfte von der Spinnengröße ungefähr das Futtertier. Wie bei fast allen Tieren in der Natur ist es so, die wollen nicht viele ganz kleine Beutetiere fressen, sondern lieber ein größeres, weil dann der Kraftaufwand zu fressen, zu jagen nur einmal da ist, wie wenn die sich ganz viele kleine Beutetiere fangen müssen, ist für den Energieverbrauch eher ungeschickt. Ne? Was ihr gebt, ist in Anführungsstrich relativ egal. Jede Art von Insekten, Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Schaben, einige oder viele Terrarianer geben auch Würmer, Mehlwürmer, Zophobas, fressen die meisten Spinnen auch. Was ich euch abraten würde, sind so Sachen wie Babymäuse oder gar richtige Mäuse oder sowas. Ne? Wenn jetzt einer eine große Spinne daheim hat, irgendwie glaube ich, hat jeder Terrarianer mal mehr oder weniger den Wunsch, ja, jetzt muss ich den eine Maus verfüttern. Ich würde euch abraten, eigentlich fast wenig schade um das Säugetier. Letztendlich ist es eine ziemliche Schweinerei. Die Hälfte von der Maus bleibt übrig, stinkt vor sich hin. Also vergesst oder guckt euch mal irgendwo vielleicht im Internet an, wie eine Spinne eine Maus erlegt. Aber ich glaube nicht, dass das was ist, was man daheim unbedingt nachmachen muss. Davon würde ich euch eher abraten. Was ihr auch nicht braucht bei Spinnen, sind irgendwelche Mineralpräparate oder Multivitaminpräparate. Ich denke, so Richtung Vitamine ist wahrscheinlich gar nicht richtig erforscht, aber meines Wissens braucht man es nicht oder ich kenne niemanden, der das macht. Mineralien macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, weil der Panzer einer Spinne ja, also es ist ein wirbelloses Tier mit einem Chitinpanzer. Also ich glaube, mit Mineralien wie Calcium kann die Spinne wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen. Also von dem her, das könnt ihr alles weglassen, einfach die Futtertiere geben. Von der Häufigkeit, wenn ihr ein Babyspinnchen habt, dem könnt ihr auch 2-3 Mal die Woche könnt ihr das füttern, dass die relativ gut und schnell wächst. Wenn ihr ein adultes Tier habt, würde ich nur noch einmal die Woche füttern, beziehungsweise
Oft ist das Problem, angenommen, ihr habt nur eine Spinne und müsst euch eine Dose Heimchen kaufen, dann frisst die Spinne vielleicht 3, 4 Heimchen. Wenn ihr jetzt einmal die Woche füttert, was passiert mit den anderen Heimchen? Die gehen euch wahrscheinlich kaputt, bevor ihr das nächste Mal, oder vielleicht könnt ihr noch ein zweites Mal füttern. Mein Tipp, ich hoffe, ich beziehe jetzt hier keine Prügel übers Internet, beziehungsweise sagt mir gern eure Meinung, schreibt unten hin, was ihr davon haltet. Aber ich glaube, es ist eigentlich ganz praktisch. Man kann sich eine Dose Futtertiere kaufen, füttert die Spinne relativ viel in der Zeit, ne, solange die Heimchen halten. Die halten sich ungefähr 2 Wochen in so einer Dose drin. Dann fütter ich in den 2 Wochen relativ viel, 2, 3 Mal die Woche. Und dann kann ich wieder 1, 2 Wochen oder Fastenwochen machen. Ne? Also habe ich Futter, fütter ich ein bisschen mehr, dann mache ich wieder 2 Wochen Pause, bevor ich mir neues Futter kaufe. So kann ich einigermaßen die Dose sinnvoll aufbrauchen und muss nicht jede Woche oder jede 2 Wochen mir ein neues Futter holen. Und ich glaube, die 2 Wochen Fastenzeit, wo die Spinne hat, also viel fressen, wenig fressen, ich glaube, das ist ganz okay, wird es in der Natur auch so geben. Das ist so mein Tipp, den ich als den Besitzern von 1, 2 Spinnen immer mit auf den Weg gebe. Der Flo, unser Produzent und Kameramann, hat gerade vorgeschlagen, man soll sich einfach einen Kumpel suchen, der auch eine Vogelspinne hat. Ne? Also dann hat jeder eine Vogelspinne, dann kann man sich das Futter immer teilen. Das ist natürlich auch kein schlechter Vorschlag. Danke Flo, clever. Kommen wir zur Giftigkeit von Spinnen bzw. zum Abwehrverhalten. Gibt ja 2 Sachen. Zum einen können Spinnen beißen. Bei großen Tieren, die haben auch ganz ordentliche Zähne, beziehungsweise Cheliceren heißen die ja. Hier kann man es vielleicht erkennen. Hier unten sind die 2 Cheliceren, mit denen sie eben beißen können. Also die können bei großen Spinnen relativ lang sein, 1 oder über 1 Zentimeter. Es gibt ein paar Arten, ich glaube eben die Graf Schei, wo ich vorher erwähnt habe, ich glaube, die hat auch so überdurchschnittlich lange Cheliceren. Da tut es natürlich bestimmt ordentlich weh, wenn die beißen. Also ich muss zugeben, ich bin noch nie gebissen worden in über 30 Jahren, wo ich Spinnen habe. Ich kenne auch ganz wenig Leute, die gebissen wurden. Ich glaube, man muss sich ein bisschen doof anstellen, damit man gebissen wird. Aber es muss schon ziemlich arg wehtun. Wie gesagt, schon allein, wenn ich mir denke, wenn ich da so einen Zentimeter oder zwei Zähne mit einem Zentimeter ins Fleisch reinkriege, dann tut es weh. Besonders hygienisch ist es auch nicht, da sind bestimmt jede Menge Keime dran. Von dem her ist das wahrscheinlich schon mal allein unangenehm. Die Giftwirkung von Vogelspinnen ist doch relativ überschaubar. Es gibt definitiv keine Vogelspinne, die unserem Leben ein Ende setzen kann. Und meines Wissens sind auch Vogelspinnen nicht so giftig, dass ich ins Krankenhaus muss oder einen Arzt aufsuchen muss. Natürlich will ich hier nicht schuldig sein, wenn ihr gebissen werdet, Probleme kriegt und nicht ins Krankenhaus geht. Muss jeder für sich selber verantworten. Ich kenne zumindest keinen Fall, wo jemand gebissen wurde und ins Krankenhaus musste. Insgesamt muss man sagen, gibt auch sicherlich ein bisschen Unterschiede von der Giftigkeit. Man kann auch ein bisschen unterteilen in neuweltlich und altweltlich. Neuweltlich sind das, was ich jetzt hier habe, so diese lateinamerikanischen Arten, Brachypelma, Blondi, Cramostola. Die haben wohl ein etwas schwächeres Gift. Die altweltlichen Arten aus Asien, Afrika, eben da kann man die Poecilotheria wieder erwähnen, man kann die Heteroscodra erwähnen aus Afrika, die haben wohl ein etwas potenteres Gift. Mit neuweltlich, altweltlich habe ich eigentlich auch noch eine ganz gute Brücke. Guck mal, was wir jetzt hier sehen, ja, das ist ein gutes Beispiel. Das zweite Abwehrmechanismus von vielen Vogelspinnenarten sind diese Brennhaare. Ne? Die tun mit den Hinterbeinen die Haare abstreifen am Abdomen und diese Haare gehen dem Angreifer, sei es in die Augen oder in die Atemwege, ist tatsächlich so. Also diese Haare, wenn man die jetzt zum Beispiel einatmet, ne, man geht hin, hantiert mit der Spinne, die stößt die Haare ab und ich tue die einatmen, dann kann das ganz schöne Reizungen in der Atemwege hervorrufen. Ja, also ist tatsächlich so. Oder wer
wer viele Spinnen hat und einen Nachmittag lang Vogelspinnen schon mal versorgt hat und das einen Nachmittag lang eingeatmet hat, der hat vielleicht auch gemerkt, am Abend ist die Stimme plötzlich weg, kommt durch diese Brennhaare, beziehungsweise es gibt Leute drauf, die reagieren mehr, andere reagieren weniger. Also ich merke es manchmal dann beim Reden einfach, dass dann die Stimme wegbleibt, wenn man einige so Brennhaare abgekriegt hat. Diese Brennhaare haben nur die neuweltlichen Arten, sprich die lateinamerikanischen Vogelspinnen. Ne? Also was man jetzt hier wieder, oder die, wo ich vorher gesagt habe, die in der Regel etwas weniger giftig sind vom Biss her, die haben als zweiten Abwehr diese Brennhaare. Die altweltlichen Arten, die potenziell ein etwas höheres Gift im Biss haben, haben keine Brennhaare. Ne? Poikilotheria, Heteroscodra, die können keine Brennhaare abstoßen, wie diese neuweltlichen Arten das machen können. Das sind so die Giftwirkungen, die bekannt sind. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich als wahnsinnig übertrieben, was die Giftigkeit betrifft. Aber natürlich sollte man sich nicht beißen lassen. Ich würde mal unterm Strich sagen, es tut bestimmt saumäßig weh. Deswegen sollte es auf jeden Fall vermieden werden. Dann noch ein Punkt, was Vogelspinnen angeht, ist natürlich das Hantieren von Vogelspinnen. Generell muss man sagen, es gibt Arten, die kann ich anfassen. Da gehören zum Beispiel die meisten Brachypelma-Arten dazu, so wie hier jetzt Brachypelma smithi, beziehungsweise jetzt heißen sie Anita, glaube ich, Ania, jetzt habe ich es gerade vergessen. Also jahrzehntelang hieß es smithi, jetzt heißt es irgendwas mit Aniha, Anita, fällt mir gerade nicht ein. Immerhin heißt sie weiterhin Brachypelma. Die Arten lassen sich anfassen, wenn man das unbedingt haben muss. Die sind relativ beißunfreudig. Das sind ebenfalls Tiere, die so Brennhaare haben. Wenn ich die jetzt ein bisschen ärgere, kann es sein, dass sie hier hinten auch so die Haare abstößt. Macht die jetzt nicht. Aber sie beißt in der Regel nicht zu. Avicularia ist auch so eine Art, die fast immer anständig ist, die man anfassen kann. Die Frage ist, muss ich sie anfassen oder nicht? Das überlasse ich euch. Ich will hier niemand dazu animieren, jawohl, Spinnen unbedingt anfassen. Ich weiß, viele von euch werden sagen, nee, lasst die Spinnen, muss doch kein Mensch anfassen. Wie gesagt, bildet euch da eure eigene Meinung. Was man wissen muss, es gibt Arten, die kann ich anfassen. Es gibt Arten, die kann ich nicht anfassen. Zum Beispiel die Theraphosa blondi, wo ich jetzt gerade die ganze Zeit habe. Das ist eine Art, die, denke ich, die beißt schon unter Umständen zu. Da würde ich es euch nicht empfehlen. Und es gibt andere Arten, Poikilotheria, die beißt sogar wirklich sehr schnell zu. Also ich denke, das ist wahrscheinlich fast unmöglich anzufassen. Oder auch die meisten afrikanischen Arten, oder ich glaube fast alle. Ich wüsste auf Anhieb jetzt nichts aus Afrika, was nicht zubeißt, was man anfassen kann. Wie gesagt, das ist was, wo von Art zu Art verschieden ist. Ne? Kann ich nicht. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention. Deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.